Das sind nur 2 Fliegen. Warte mal ab, das wird noch viel schlimmer. Ich weiß. Okay. All of them are nothing, nothing. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von The Big Lab. Der Abschied von den Kindern war doch etwas anders als gedacht. Ja. Bisschen schwerer, bisschen emotionaler. Ja, obwohl im Grunde genommen es ja nur ein Urlaub ist. Wir kommen ja wieder. Das ist ein freaking long Urlaub. Ziemlich langer Urlaub, ja. Jetzt haben wir uns beruhigt und jetzt gucken wir nur noch vorwärts. Wir wurden oft gefragt, ob wir schon gebucht haben und wissen, wo wir hinwollen. Und im Grunde genommen, nee, wissen wir nicht. Wir haben zwar eine grobe Vorstellung, wo wir hinwollen, aber ansonsten, wir wissen nicht, wo wir bleiben oder was wir machen. Einige Punkte haben wir natürlich auf unserer Liste, die wir gern machen würden, aber es steht noch nicht fest, ob wir sie jetzt tatsächlich machen oder nicht. Im Moment fahren wir in Richtung Westen, Richtung Uluru, also Richtung Zentrum von Australien, und ist ein ziemlich weiter Weg und wir halten einfach mal so irgendwo an und schauen mal, was wir da so finden in der Umgebung. Im Moment sind wir in Richtung St. George unterwegs und ich habe gesehen, da gibt es sehr viel Siloart. Und die erste Siloart haben wir dann gesehen in Toowoomba, wo wir durchgefahren sind. Und ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht und habe gefunden, dass es dafür eigentlich eine abgibt. Peter hat dann mich gefragt, ob ich alle Silos sehen möchte. Und nein, ich glaube, dafür kann man ein ganzes Jahr dann auch noch mit benutzen. Aber nein, wir machen es definitiv nicht alle. Im Moment sind wir in... Okay, im Moment. Wir machen das einfach mal andersrum als alle anderen. Lasst einfach was in den Comments, wenn wir es richtig aussprechen, dann müsst ihr wenigstens nicht so viel schreiben. Ja, das meiste wissen wir eh nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber Millmerra sind wir jetzt, ja. Millmerra, und wir haben hier eine kurze Rast eingelegt. Erstens braucht man eine kleine Pause und zweitens ist hier unsere zweite Siloart. Heike fährt einen großen Truck mit einem großen Karawan. Der Truck ist nicht größer als vorher, so ist ein Karawan jetzt hinten dran. Okay, das war Tag 1. Wir sind jetzt in Talon, wo wir unsere nächste Siloart gefunden haben, und wir haben auch gesagt, wir haben jetzt genug vom Fahren und wir bleiben hier, und wir haben hier einen freien Campground gefunden. Ja, geht gleich los. Erste Übernachtung, ungeplant. Weil eigentlich wollten wir woanders hinfahren. Jetzt sind wir schon in der ersten Nacht im Prinzip gleich gelandet. War überhaupt nicht eingeplant, aber der Platz ist ruhig, hier können wir schlafen, der ist kostenlos. Nehmen wir mit. Das Endziel ist ja eigentlich Jova. Ja. Da müssen wir bloß gucken. Also ich denke mal nicht, dass wir Jova morgen wieder in einem Zug schaffen. Weil meine war ziemliche Fahrerei heute. Ja. Ja. Mal sehen, entweder kommen wir morgen an oder übermorgen. Eben, haben wir ein Jahr Zeit. Eben, genau. Okay, Prost. Prost. Have a bonbon. Have a bonbon. Danke. Okay, wir sind hier und ein Deutscher würde wahrscheinlich sagen Oilo, aber englische Aussprache vielleicht Yulo, keine Ahnung.
Und wir werden hier jetzt die Nacht verbringen. Kurz hinter dem Ort ist ein kleine Restarea und ein Campingground, wo wir uns dann hinstellen werden. Und vorher schauen wir uns einfach noch mal ein bisschen in dem Ort um. Und was haben wir hier? Das ist ja der Kracher, das Ding. Die Dinger haben sie 90 Jahre lang in Betrieb gehabt. Die Dinger was? Die Zellen, die Polizeizellen, sind gebaut worden 1923. Und wenn du dir die Hütte mal anguckst, die Dinge haben sie bis 2014 haben die noch benutzt. Oh ja, dann lass uns die mal angucken. Natürlich müssen wir uns jetzt zum Löffel machen, weil jeder macht sich zum Löffel, wenn er in so eine Knastzelle reingeht, oder? Weiß nicht, vielleicht. Holy shit. Sogar mit Eisen beschlagen von innen. Bauen konnten sie damals. Das ist kühl da drin. Ah, okay. Das ist bestimmt 5 bis 10 Grad kälter als wie draußen. So, das ist jetzt der Platz, wo wir übernachten werden. Da wir komplett unabhängig sind vom Wasser, Strom und Toilette, brauchen wir eigentlich nur einen Platz, wo wir dann stehen dürfen über Nacht. Und dieser hier hat sogar Campingtische. Also hier ist jetzt unser erster geplanter Stopp. Nach 3 Tagen? 3 Tage? Ist doch egal, dann dauert es eben. Und hier werden wir jetzt 2 Nächte bleiben. 2 Nächte, Vielleicht auch 3, vielleicht 3. keine Ahnung, schauen wir mal. Genau. Und weswegen wir hier sind? Opale. Die Dinger, die ich nie finde. Straßen im Outback sind nicht besonders breit, müssen sie auch nicht, weil man ist sowieso alleine unterwegs. Und wenn man aber dann doch mal Gegenverkehr hat, dann muss man halt runter von der Straße. Und letzte Nacht hat es geregnet, ist ein bisschen matschig Und jetzt haben wir die Schweinerei. und jetzt haben wir eine Schweinerei. Heißt, das Putzen müssen wir jetzt irgendwann. sauber machen. Okay, jetzt haben wir eine saubere Treppe, aber Matschpampe direkt vor der Tür. Okay, fertig. Lass uns den Ort erkunden gehen. Jetzt lassen wir den heutigen Tag ausklingen. Was? Heiße Quelle, wie man auch immer das betiteln möchte. Ja, Komme ich schon vor wie eine Kochfisch hier. so schön ist es eigentlich. Ja, ich glaube, das Becken waren, was hast du gesagt, ungefähr 37 Grad oder so. Und das andere sind 39 oder so. Jetzt sollte man aber denken, dass mitten im Outback heiße Quelle. Aber wir sind hier im Winter. Sobald die Sonne untergeht, wird es halt richtig kühl. Und da ist eine schöne heiße Quelle. Doch was Schönes. Kasse des Vertrauens, keiner kontrolliert. Die halten den Platz hier mit dem Geld alles sauber und Schöne, schöne Sache. schon eine schöne Sache. Sollte man in jedem Stopp, den wir haben, so ein Ding. Ne? Ja. Mal gucken, wie viel wir noch finden. Und also diesmal sammeln wir den Holzbrings. Ja. Unter anderem, ja.
Hallo und guten Morgen. Heute wollen wir unser Glück probieren, um ein paar Opale zu finden. Und wir haben die frühen Morgenstunden uns ausgesucht, weil wir der Hitze des Tages entfliehen wollten. Und jetzt ist es noch relativ frisch. Entfliehen wollen. Okay. Dahinter ist jetzt halt der Berg. Und in dem Berg dürfen wir jetzt rumwühlen. Eine License haben wir gestern noch besorgt. Kostet, was war das? Schlag mich tot, $14 Ja. Für oder 4 sowas. Wochen. Für 4 Wochen. Verpflegung haben wir mitgenommen. Und dann wollen wir sehen. Zu warm durfte es ja heute nicht werden, weil es ja Anfang vom Winter, also das sollte schon gut sein. Wollen wir mal sehen, ob wir ein bisschen Glück haben. Vielleicht müssen wir danach nie wieder arbeiten. Ne? Ja, bezweifle ich. Okay, lass uns ein bisschen buddeln gehen. Okay. Ich habe mir jetzt ein schönes großes Loch gesucht und jetzt fange ich an, hier mal durchzuhämmern, um zu gucken, ob ich irgendwas finde. Also, das sieht hier nach einer Jova oder Javanat aus, aber ob da jetzt ein Opal drin ist, keine Ahnung. Wir packen es mal zur Seite und öffnen es nachher. Gucken, wo Peter ist. Das war ein schönes großes Loch gefunden. Sogar mit Stuhl. Hast du was? Und du siehst hier am Rand, siehst es ein bisschen schimmern. Ja. Also es könnte was sein, ist aber keine Garantie. Ein bisschen. Kleines little bisschen, teeny tiny. Ja. Sind wir rich? Yay! 5 Cent, wenn überhaupt. Und dann habe ich den da noch. Ja. Nope. Nix. Das sieht aus, als wenn es eine ist. Okay. Wieder nichts. Jetzt waren wir gerade etwas mehr als 4 Stunden hier und jetzt werden die Fliegen langsam ein bisschen lästig und mein Rücken tut auch langsam ein bisschen weh. Wir haben auch ein bisschen was gefunden. Ob was drin ist, das wissen wir natürlich nicht, bevor wir sie aufgemacht haben. Aber jetzt machen wir uns langsam auf den Weg nach Hause. Zum Zum Karawan. Und dann schauen wir mal. So, mal gucken, ob da jetzt was bei rausgekommen ist. Ja. Normalerweise schneidet man die auf. Drin, aber keine Farbe, also Und? hohl. Es ist ein Loch drin. Gleiche. Gleiche. Nix. Was ist? Das ist auch wieder Nix. komplett voll mit nichts. Okay. Das war's. Das heißt, kein Opal. Nee, absolut nichts, bis auf das kleine, den kleinen Hauch von nichts, was da fast drin war. Heute Abend? Gehen wir zum 2 Tage die Woche Bar, Restaurant, wie auch immer. Nur mittwochs und sonnabends offen. Ja. Wir sagen dazu Outback Pub. Okay. Nicht? Kein Outback Pub? Na, es ist nicht wirklich ein Pub, aber dafür ist Bier und Wein billig und das Essen, ich glaube Auswahl 1 oder 2 Essen. Die muss man um 5 bestellen, um 6 gibt es Essen für alle, also nichts groß. Es ist einfach so ein Ding, wo die Leute hier alle zusammenkommen. Ich finde es einfach urig. Ja, die Leute kommen halt alle an dem Mittwoch oder an dem Sonntag einfach zusammen, setzen sich hin, trinken was, essen was und das war's dann. Ja. Da gehen wir jetzt mal hin, auch wenn es ein bisschen frisch ist. Okay.
wieder unterwegs und ich finde, Jura hat was. Ich würde gern wiederkommen. Ja. Nächstes Jahr? Übernächstes Jahr? Na, nächstes Jahr bestimmt nicht. Nächstes Jahr können wir ja noch nicht, ja. Nee. Ja, vielleicht mit Julian Brad, wenn man den Simpson Desert macht. Können wir noch auf dem Weg da anhalten, ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wir sind weiterhin auf dem Weg Richtung Westen. Wir sind jetzt in Nukundra oder Nukundra, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Auf dem Weg hierher hat der Brake Controller uns eine Fehlermeldung angezeigt und wir haben dann mal kurzerhand angehalten und haben den Stecker überprüft, aber den Fehler konnten wir dann nicht finden. Wir sind dann vorsichtig bis zur nächsten Ortschaft gefahren und als wir da dann auf die weitere Fehlersuche gehen wollten, hat dann plötzlich das System gesagt, oh, ich funktioniere wieder. Tja. Ja. Dort haben wir dann auch die nächste Siloart gefunden, die dieses Mal ein Haus ist. Und jetzt sind wir hier auf den Wilson River Camp. und wir haben Wasserfront. Also wir sind jetzt hier an dem neuen Platz angekommen. Wir haben unser Waterfront Grundstück aufgegeben und sind jetzt weitergezogen. Noch mehr Queensland Outback als wie wir jetzt sind, geht nicht. Und unsere Pläne, weiteren Travelpläne werden wir wahrscheinlich ein bisschen ändern müssen. Und wo wir jetzt sind und warum wir das alles ändern müssen, dann beim nächsten Mal. Tschüss! Bye.